Herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt habe ich hier gerade meinen Mann heute, weil ich einen Impuls bekommen habe zu dem Thema, was ich in der letzten Zeit oder was ich immer wieder von Menschen gehört habe, dass sie können mir immer wieder manchmal gar nicht glauben, dass man so ein freudiges, so ein begeistertes, so ein wunderschönes Leben leben kann, dass man so viel Freude in seinem Herzen haben kann. Und ja, das kann man. Das kann man. Hier, Christian, du bist seit 32 Jahren an meiner Seite. Und ich habe einfach gesagt, es ist ja wichtig, dass die Herzen einfach sich öffnen können. Wie ist das für dich eigentlich? Wie erlebst du das, wie das mit mir ist in deinem Leben? Ja, hallo alle. Ja, wir sind seit 32 Jahren zusammen. Jetzt in einer Woche sind es 32 Jahre. Ne? Echt? Ja, Tatsächlich? ja, genau. Okay. Und 32 Jahre, dass wir uns gefunden haben. Und Katharina ist wirklich eigentlich immer fröhlich. Also all die 32 Jahre lang ist sie zu 99,9% fröhlich oder auch sehr fröhlich. Egal in welcher Situation, egal ob es einfach ist, ob es schwierig ist, ob es sehr schwierig ist. Immer ist sie fröhlich, durch und durch fröhlich. Ich kann mich erinnern, als wir uns kennengelernt haben, da hast du dich auch gefragt, wie ist das eigentlich möglich? Kannst du dich erinnern? Ja, es ist lange her, aber Heute fragst du dich nicht mehr, wie ja. das möglich ist. Gell? Aber du hast auch mal diese Frage gehabt, wie die manche Menschen haben. Wie ist das eigentlich möglich? Wie kann man denn in diesem wahnsinnig furchtbaren, schwierigen, grauenvollen Leben hier auf der Erde mit so viel Problemen? Manche sagen ja, Probleme gehören zum Leben dazu. Wie kann man fröhlich sein? Ja, das ist mal, Katharina ist ein Beispiel dafür, wie man durch und durch fröhlich sein kann. Und wir haben ja auch schwierige Situationen erlebt, so ist es ja nicht. Und gerade auch Katharina. Und die Fröhlichkeit ist aber nie gegangen, egal wie schwierig es war, egal wie viel Schmerzen oder was auch immer. Ja, wir haben selbst Fotos, da bin ich hier so am Weg rein im Rollstuhl, aus dem Rollstuhl rein in den Krankenwagen und immer noch lache Ja. ich. Ja, genau. Wir haben also auf unserer Silberhochzeitsreise, als wir 25 Jahre zusammen waren, sind wir nach Chartres gefahren und da ist Katharina dann im Rollstuhl gesessen. Ich habe sie also in Chartres im Rollstuhl durch Chartres durchgefahren und schlussendlich konnten wir nur mit dem Krankentransport nach Hause. Und die ganze Zeit war sie fröhlich. Im Rollstuhl war sie fröhlich, als sie auf der Bahre war und in den Krankenwagen geschoben wurde. Immer war ein strahlendes Lächeln und Fröhlichkeit da. Also egal was ist, immer fröhlich. Und das ist natürlich auch als Mann toll, wenn man so eine Frau an der Seite hat, die immer und immer fröhlich ist. Da hat man schon ein sehr, sehr tolles Leben, ehrlich gesagt. Hast du an mir gezweifelt, dass das unecht wäre? Dass das echt wäre, meinst du? Dass das echt wäre? Nee, niemals, niemals. Das ist außer Frage. Echt. Das ist gar keine Frage. Natürlich ist das so. Kannst du dir erklären, womit es zusammenhängt? Das hängt mit deinem Wesen zusammen, mit deinem Kern. Das ist so. Also ich habe ja, als wir uns kennengelernt haben, habe ich irgendwie gleich Katharinas Kern gesehen und das war auch der entschlagende Punkt unserer Verbindung. Diese wunderbare Seele und zu der habe ich gleich durchgeschaut und das war der Beginn unserer Liebe, sagen wir mal. Und die ist auch verantwortlich für die Fröhlichkeit, für die ungebrochene und kontinuierliche Fröhlichkeit. Warum ich das, warum wir darüber sprechen auch, ist, es ist ja so, wir haben ja oft Vorstellungen, das Leben müsste schwierig sein, sonst ist es kein vernünftiges Leben. Es kann nicht sein, dass man so voller Freude ist. Ja, es kann sein. Es hat damit zu tun mit dem eigenen Bewusstsein. Ich habe mir sehr, sehr fest vorgenommen, bevor ich hier auf die Erde gekommen bin, nicht zu tief hier
in diese niedrige Frequenz einzutauchen und immer etwas zu erinnern von dem, wo ich herkomme. Und unsere Natur, unsere Urnatur ist unbeschreibliche Freude, ist unbeschreibliche Leichtigkeit, ist unbeschreibliche Schönheit, ist Wissen, ist Liebe, pure Liebe. Und also je mehr wir vergessen haben, wer wir sind, umso mehr sinken wir in die Traurigkeit und umso niedriger ist unsere Frequenz. Ich habe eine extrem hohe Frequenz. Und das hängt einfach mit der Erinnerung zusammen an, wer wir eigentlich sind. Das ist ja nicht nur ich, das ist, was wir alle sind. Und ich habe nie diese Liebe für die Menschen verloren, weil ich immer gesehen habe, wer wir eigentlich sind. Und ich habe immer gesehen, okay, wir spielen hier diese Dinge, wie ich das auch jetzt in der letzten Zeit in meinen Videos sage. Wir spielen diese Rollen und wir erfahren diese Dinge, die wir eigentlich als Wesen gar nicht erfahren können, aber wir sind es nicht. Erst in dem Moment, wo ich mich mit der Dramatik, mit der Schwierigkeit identifiziere, ja, dann fange ich an, da reinzusinken. Und dann wird es immer schwieriger. Ich habe immer gesagt, so bis zum bestimmten Grad spiele ich mit, aber eben nicht vollständig. Schlicht und einfach, weil ich auch dafür da bin, dass die Frequenz auf der Erde hochsteigt, dass sie, ja, dass Liebe wieder Platz hat, das Miteinander. Wir sind nicht getrennt. Stell dir vor, wir würden die Gesichter von uns allen wegnehmen. Das ist eine Energie. Ja, wir haben einfach so sehr vergessen, wer wir sind und deswegen schaut die Welt vielfach so schwierig aus. Gestern habe ich mich mit dem Stefan Burns getroffen. Der Dieter Bröers erwähnt ihn immer wieder in seinen Videos. Das geht um die Sonnenstürme, die Schumann-Frequenzen und wir werden uns in den nächsten Tagen vermutlich Dienstag treffen und einen Livestream machen zu dem Thema, was heißt das eigentlich, diese Verbundenheit? Was bedeutet das, diese Sonnenstürme und Erdbeben, die Erde, die Energien um die Erde, die Menschen? Ja, das hat ja etwas damit zu tun in einer größeren Sicht auf die Dinge. Also mehr und mehr Menschen wachen auf und eine größere Sicht wird frei, dass also wir verstehen, hey, wir sind ja vielleicht gar nicht das, was wir die ganze Zeit immer gelernt haben, was wir wären. Verstehst du, du hast in deinem Leben mal irgendwo gelernt, möglicherweise, ja, das Leben muss dramatisch. Entschuldigung, es geht schon wieder los. Es ist nicht so, dass ich das nicht ernst nehme, wenn es Menschen wirklich schlecht geht, ja. Aber also es ist einfach so, wenn ich die Dinge sehen kann, wie sie eigentlich sind, dann kann ich irgendwann mal, dann dann kommt der Humor und bricht heraus und sagt, schau, mit dem Humor ist alles nicht ganz so dramatisch, wie wir denken. Also das Video kommt in Kürze. Katharina hat ja auch ihre Räume gehabt und viele Wochen und Monate, wo sie sich überhaupt nicht alleine anziehen konnte, kaum bewegen konnte, wo ich sie also immer anziehen musste, jeden Tag und wieder ausziehen und sie unendlich viele Schmerzen hatte, aber das hat der Fröhlichkeit keinen Abbruch getan. Überhaupt nicht. Ja, das hängt einfach auch damit zusammen, verstehst du? Ich habe immer gesagt, also dafür bin ich zu intelligent, um sozusagen mit diesen Schmerzen mitzugehen und damit die ganzen Schmerzen wirklich zu einer Katastrophe werden zu lassen. Ich habe ja gewusst, diese ganze Geschichte hat etwas damit zu tun, dass ich jetzt etwas lernen darf hier auf der Erde, was ganz wichtig ist, nämlich mein Bewusstsein hier weiter sozusagen wirklich an das wieder anzupassen und zu erinnern, wo ich herkomme. Und damit hängt das zusammen. Ja. Verstehst du? Ich kann ja in die Schmerz und diese Situationen, die schwierig sind, reinfallen und ein Riesendrama erleben. Und dann ist das eine Katastrophe und die bringt mich auch um. Ja. Oder aber ich sehe überall das Positive. Ja. Und das Positive sind die Flügel, die uns durch alles hindurchtragen. Ja. Ja, das sind die Flügel, das sind die Flügel und Schwingen, auf die man dann getragen wird vom Leben. So ist das. Es geht alles von uns aus. Ja, ich freue mich von ganzem Herzen, dass du dabei gewesen bist. Hier guckt unsere Hunde. Und
Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen hoch, über deine Kommentare, wie du das siehst und was du für Erfahrungen gemacht hast. Und erzähl mir mal, wenn du Lust hast, wo du überall schon durchgekommen bist. Und schau, was passiert, wenn du darauf fokussierst, wo du selber in deinem Leben schon durchgekommen bist, wo du dachtest, es würde nicht gehen. Und wie das ist für dich, wie resoniert das mit dir, was ich da sage. Und ich freue mich natürlich, wenn du dieses Video an alle verteilst, wo du weißt, die müssen das jetzt hören. Und ich freue mich auf dich riesig, jetzt in Kürze eben zu dem Livestream und den nächsten Videos, die kommen. Ja, bis dann. Bis dann, ja. Tschüss. Danke.